Herzlich willkommen auf Rabia's Kitchen. In diesem Video zeige ich euch, wie ich marokkanische Hefedonuts mache. Die werden in heißem Fett ausgebacken. Dieses Rezept ist gelingsicher und super lecker. Nach dem Ausbacken sind sie richtig locker und fluffig von innen und außen super knusprig. Also nachbacken lohnt sich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Den Teig knete ich in meine Küchenmaschine. Ihr könnt den Teig aber auch gerne von Hand kneten. Es ist aber sehr, sehr klebrig. Ich benötige als erstes 500 Gramm Mehl, dann 2 Päckchen Trockenhefe, 1 Teelöffel Zucker und 1 Teelöffel Salz. Dann füge ich noch 1 Teelöffel Essig hinzu. Das bewirkt, dass der Teig schneller aufgeht und nicht so nach Hefe schmeckt. Und dann benötigt ihr 350 Milliliter warmes Wasser. Ich gebe erstmal nur die Hälfte rein, da ich das Ganze mit dem Flachrührer mache, nicht dass mir das ganze Teig bzw. das ganze Mehl aus der Schüssel fällt, und dann gebe ich das restliche Wasser hinzu. Der Teig muss ungefähr 5 Minuten lang durchgeknetet werden. Deshalb mache ich das mit dem Flachrührer, weil auch etwas Luft hineingeschlagen werden sollte. Dann müsst ihr einfach das Ganze mit etwas öligen Fingern zu einer Kugel formen, den Teig, den Schüsselrand ebenfalls mit etwas Öl einfetten. Und dann muss der Teig mindestens 1 Stunde bis 1,5 Stunden lang ruhen, so dass er schön aufgeht. Der Teig braucht einen schönen warmen Ort, um aufzugehen. In einem anderen Video von mir habe ich ebenfalls Sphinx gemacht. Das habe ich etwas anders gemacht und da habe ich euch auch gezeigt, wie ich das mit der Hand knete. Das Video verlinke ich euch ebenfalls im Video bzw. in der Videobeschreibung. Der Teig war sehr klebrig und fast so flüssig, das habt ihr eben gesehen. Und nach ungefähr 1 Stunde, 10 Minuten ist mein Teig sehr gut aufgegangen. Ich fette gerade ein Tablett mit Öl ein und dann forme ich mir ein paar Kugeln. Wie ihr seht, ist der Teig sehr, sehr, sehr weich und er ist super gut aufgegangen. Der Teig muss auch aufgehen, dann habt ihr auch alles richtig gemacht. Ich entnehme mir jetzt aus der Schüssel immer so, ja, etwas größer als ein Golfball Teig und forme mir es so gut wie es geht eine Kugel. Und das geht natürlich immer am besten mit öligen Händen. Und das macht ihr dann mit dem kompletten Teig, bis er aufgebraucht ist. Die können jetzt noch einmal ein bisschen ruhen. In der Zwischenzeit erhitze ich etwas Öl ein. Ich habe jetzt hier eine größere und eine kleinere Pfanne. In der kleineren Pfanne ganz wenig Öl reingeben. Die sollten nicht da drin schwimmen, sondern eher so braten. Und in der größeren Pfanne habe ich natürlich etwas mehr Öl drin. Dann legt ihr euch schon mal einen Teller mit Küchenpapier schon mal parat. Und wenn das Fett dann heiß genug ist, könnt ihr dann schon loslegen. Ihr nehmt dann einfach eine Kugel und macht dann in der Mitte ein Loch und zieht das euch so zu Donuts. Und das kommt jetzt erstmal in die erste kleine Pfanne. Das wird jetzt da drin quasi nur von unten erstmal angebraten. Ihr dürft das in der kleinen Pfanne nicht wenden. Und dann, wenn ihr merkt, okay, das geht langsam auf, gebt ihr dann den Donut in die größere Pfanne und das wird die ganze Zeit mit Öl nochmal übergossen, bis es richtig schön aufgeht und fluffig wird. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal ein zweites in die kleinere Pfanne geben und ihr müsst aber auch mal aufpassen, dass der erste Donut euch nicht verbrennt. Das ist mir jetzt hier fast passiert. Ihr dürft euch nicht zu sehr ablenken lassen. Ja, und dann nehmt ihr von der zweiten Pfanne den Donut und dreht ihn dann einmal rum. Hier ist er etwas dunkel geworden, aber der geht noch so gerade durch. Und wenn er dann von der zweiten Seite so nach 2 Minuten dann auch schön braun geworden ist, kommt er dann auf den Teller mit Küchenpapier. Und der zweite kommt dann wieder in die große Pfanne, wieder mit Öl übergießen, dass quasi ihr so eine schöne knusprige Außenhaut bekommt. Das macht ihr dann so 3, 4, 5 Mal. Und dann, wie gesagt, geht es wieder zur kleinen Pfanne, legt wieder eine Kugel da rein und das geht dann immer so weiter, bis ihr den kompletten Teig verbraucht habt.
Was ihr noch drauf achten müsst, ist, dass euch das Öl nicht zu heiß wird, dass euch quasi der Donut verbrennt und innen noch roh ist. Also ihr müsst dann immer mit der Temperatur etwas spielen. Wenn ihr merkt, okay, der wird mir zu schnell braun, dann lieber die Temperatur etwas runterschalten und dann, wenn das Fett wieder zu kalt wird, dann wieder hochschalten. Dann müsst ihr einfach, wie gesagt, ein bisschen mit der Temperatur etwas spielen, rauf und runter. Immer ganz wichtig, den Donut in der größeren Pfanne dann mit Öl übergießen, dass er auch schön aufgeht und knusprig wird. Bei uns im Marokko werden die Donuts zum Frühstück gereicht oder zum Nachmittagskaffee als kleiner Snack, immer zum Pfefferminztee. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich habe euch übrigens auch ein Pfefferminztee-Video erstellt und das geht demnächst auch online oder ist schon online gegangen. Ich hoffe, ihr macht das Rezept nach. Probiert es unbedingt aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und freue mich auf eure Kommentare. Bye, bye!